Guten Tag. Ja, wir haben 2 Tage vor uns hier in Brüssel in der Eurogruppe und dem ECOFIN, plus natürlich eine ganze Reihe bilaterale Treffen. Ganz oben steht natürlich heute die Frage der Amtseinführung des neuen amerikanischen Präsidenten. Wir wollen offen sein, was aus den USA kommt. Es werden ja alle möglichen Vorhersagen schon gemacht. Wir wollen auf jeden Fall uns engagieren und konstruktiv mit der neuen Regierung einlassen. Der amerikanische Kandidat als Finanzminister hat ja im Senat recht konstruktive Äußerungen gemacht. Von daher warten wir ab, was passiert und werden uns transatlantisch engagiert verhalten und das Gespräch suchen. Hier wird natürlich das Thema Wettbewerbsfähigkeit eine sehr große Rolle spielen, heute und morgen, sowohl in der Eurogruppe als auch im ECOFIN. Wir haben ja bei einem der ganz großen Themen, das in Deutschland als eines der Top-Themen immer wieder genannt wird bezüglich Wettbewerbsfähigkeit, nämlich den Bürokratielasten, konkrete Vorschläge gemacht, die vom Bundeskanzler unterstützt wurden. Insbesondere geht es um das Gesetzespaket, das die Kommission vorlegen wird zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da haben wir sehr konkrete Vorschläge gemacht, Erleichterungen für die Unternehmen zu erreichen, Entlastungen von Berichtspflichten zu erreichen, neue Regelungen erstmal nicht einzuführen und die Zeit nutzen, um konsistentes, schlankeres System der Berichterstattung zu machen, um unsere Unternehmen jetzt mal einen ersten Schritt hinzuführen in Richtung weniger Berichtspflichten und Bürokratielasten. Ein drittes großes Thema, das hier eine Rolle spielen wird, ist natürlich die Kapitalmarktunion, auch in dem Konnex der Wettbewerbsfähigkeit. Dazu hat ja Deutschland und Frankreich schon sehr weitgehende Vorschläge gemacht, wie wir endlich mal vorankommen bei dem Thema Kapitalmarktunion. Es wird jetzt spannend sein, zu sehen, was davon und wie die Kommission das umsetzen wird, weil der Ball ist natürlich jetzt bei der Kommission, einen Legislativvorschlag zu machen oder eine Serie von Legislativvorschlägen. Wir wollen das auf jeden Fall unterstützen, dass es hier ein sehr ambitioniertes Vorgehen gibt der Kommission. Ein letzter Punkt, der natürlich sehr, sehr wichtig ist. Morgen ist der Besuch des ukrainischen Finanzministers, den ich auch bilateral treffen werde. Die Unterstützung der Ukraine ist natürlich gerade angesichts der fortgesetzten Brutalität der russischen Aggression wichtiger denn je. Da wollen wir ein sehr starkes europäisches Signal setzen. Wir haben ja als deutsche Bundesregierung bei den verschiedenen Unterstützungspaketen für die Ukraine stark mitgewirkt, sowohl was die Europäische Union angeht, als auch was die G7 angeht. Die Sachen werden jetzt ausgezahlt. Das heißt, wir unterstützen die Ukraine und werden das auch weiter tun, solange es nötig ist. Vielen Dank. Cookies, wie blicken Sie auf Frankreich? Der Minister hat gerade gesagt, es ist auch bekannt, dass da jetzt dieses Jahr ein Haushaltsdefizit von 5,4% erreicht werden soll. Blicken Sie da mit Sorge drauf? Oder? Ich habe es ja das letzte Mal gesagt und alles, was sich seitdem getan hat, bewahrheitet es ja. Der Markt hat ein sehr hohes Vertrauen in die Fähigkeit Frankreichs, seinen Haushalt zu konsolidieren. Wir arbeiten da auch sehr konstruktiv in dem ganzen Prozess mit, der auf europäischer Ebene vorgesehen ist für die Fiskalprogramme, die ja jetzt alle ausgearbeitet werden. Im Gegenzug wurde mit uns auch konstruktiv zusammengearbeitet, weil wir ja auch erstmal keinen Plan vorlegen können, weil wir noch keinen Haushalt haben für 25. Also von daher ist es ein gegenseitig sehr konstruktives Vorgehen. Herr Cookies, zum nationalen Haushalt. Sie konnten ja eine Rücklage schonen von 10 Milliarden, haben auch weniger Kredite aufgenommen und trotzdem haben Sie vorausgeschickt, dass keine Spielräume vorhanden sind im 2025. Und damit haben Sie sich wahrscheinlich ein bisschen auch auf die 3 Milliarden bezogen für die Ukraine, die Pistorius und auch Baerbock gefordert hatten. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz, dass doch mehr Mittel vorhanden sind, aber dann... Es gibt keine Diskrepanz. Was wir erläutert haben, ist, wir haben jetzt in dem Haushaltsvollzug genau das Ergebnis erzielt, das die Ampel vorhatte über den Weg des Nachtragshaushaltes. Das heißt, für die Haushaltsplanung 25 haben wir genau den gleichen Ausgangspunkt. Aber was wir positiv berichten können, ist, dass unsere Vorhersage, dass wir dafür für diese von Ihnen genannte Schonung der Rücklage in Höhe von knapp über 10 Milliarden kein Nachtragshaushalt nötig war, das hat sich bewahrheitet. Aber es wäre ein Trugschuss zu glauben, dass wir deswegen jetzt mehr Spielräume hätten. Im Gegenteil, wir haben sogar seit dem Bruch
der Ampelkoalition einige Ausgabenposten, die sich ungünstiger entwickelt haben, nichts Dramatisches, aber der von meinem Amtsvorgänger Christian Lindner damals quantifizierte Lückenschluss, Handlungsbedarf, der im Haushalt 25 noch nötig war, von 13 Milliarden, ist inzwischen leicht angestiegen. Wie gesagt, nichts Dramatisches, da sind wir in der Größenordnung von 16 Milliarden. Das heißt, die 3 Milliarden für die Ukraine sind nicht drin. Ja, der Bundeskanzler hat ja einen Vorschlag gemacht, wie man sowohl die 3 Milliarden für die Ukraine finanzieren kann, als auch dafür zu sorgen, dass die Lücke im Haushalt nicht größer wird und sogar geschlossen wird. Von den anderen habe ich dazu noch keine konkreten Vorschläge gehört. Und das ist ein Thema, das mir als Finanzminister logischerweise naheliegt, dass wir gucken müssen, dass wir für den 25er Haushalt auch die Voraussetzungen schaffen, dass er schuldenregelkonform aufgestellt werden kann. First in English. Yeah, sure. Yes, Gallavotti and Kronos Italy. It's just a question about UniCredit Commerzbank, because in Italy there's much talk about this operation. And may you explain how come that a German airline can come in Italy and buy an Italian airline, and an Italian bank is not allowed to come in Germany and buy a big German bank? Well, first of all, that is factually not true because UniCredit has bought one of the largest German banks with Hypovereinsbank. We are a very, very open banking market. Just recently, a Dutch bank has bought one of the largest German private banks. A French bank has bought a very large German private bank. Insurance companies from France, from Italy are very active, have bought German insurance companies. The same goes for asset managers. So the German financial market is generally very, very open. What we have concerns about in this specific case that you named is the very intransparent, opaque behavior of the bank that you named, because we are just deeply convinced that hostile takeovers are not a recipe for success when it comes to systemically relevant banks. So the UniCredit management should come to the German government and talk about that. That is up to them. Eine Frage noch, es sind jetzt noch ein paar Stunden, bis Trump im Amt ist. Heute Abend, glaube ich, bei dem Dinner wird es darum gehen, was erwarten Sie sich davon? Es wurde ja eigentlich schon viel darüber gesprochen. Ja, also ich meine, es ist natürlich klar, dass wir in der Situation, wo wir jetzt sind, wo viel spekuliert wird, was passieren wird, aber wir noch keine Gewissheit haben, was die Aktivitäten sein werden. Von daher ist es klar, dass man natürlich mal darüber spricht und analysiert, was Indikationen sind. Aber aus meiner Sicht ist es auf jeden Fall sinnvoll, erstmal abzuwarten, was denn an konkreten Schritten kommt. Von daher wird es heute Abend ganz bestimmt nicht über konkrete Maßnahmen der Europäischen Union gehen, weil wir noch gar nicht wissen, auf welche Maßnahmen der US-Regierung wir reagieren können. Auf jeden Fall ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir das transatlantische Signal setzen und auch ganz klar sagen, unabhängig davon, wie die amerikanische Regierung ihre Politik jetzt ausrichtet, ist es auf jeden Fall etwas Gutes, dass man den Dialog und den Austausch und die enge Kooperation weiter fortsetzt. Ich habe das ja selbst als Staatssekretär gesehen, als der damalige Finanzminister Olaf Scholz auch in der Zeit einer Trump-Regierung ein sehr konstruktives Verhältnis mit dem damaligen amerikanischen Finanzminister Mnuchin hatte. Yeah, sure. So, a few days ago, Minister Habeck, he said that Germany is the main target of Trump's proposed tariffs. I mean, do you agree with that assessment? And also, are you worried that if the tariffs are imposed, that the German economy could contract for the third year in a row this year? Well, of course, Germany, as a very open economy oriented towards global trade, is always one of the most vulnerable and most exposed if there is discussions around tariffs, which is precisely the reason why we were so in favor of signing free trade agreements of the European Union, especially with Mercosur and other cases. So, of course, we are very much aware that tariffs for the very export-oriented German economy and also import-oriented German economy are a detriment to growth. But given that we don't know yet what specifics are planned, it's impossible for me to answer the question on how we will be affected and how we should respond. We first have to wait for what actually is done after the announcements.